zusammen, heute geht es um das Unboxing der M-Performance-Bremse. Außerdem gebe ich euch auch noch ein paar Infos zu den technischen Spezifikationen. So, jetzt hätte ich gesagt, wir vergleichen einfach mal Optik. Das heißt, wie anders sehen die Bremsbeläge der M-Performance-Bremse aus. Das sind jetzt also die neuen Bremsbeläge der M-Performance-Bremse. Und das sind sozusagen die Bremsbeläge von der originalen M-Sport-Bremse. Wie man sieht, deutlich kleiner, deutlich kürzer. Das war ein ganz kleiner, niedlicher Bremsbelag. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, der sieht praktisch von der Größe so aus wie der Bremsbelag von der M-Sport-Bremse jetzt an der Vorderachse. Also größentechnisch, wenn ich das jetzt hier mal so drüber schiebe, ist das ein massiver Unterschied. Ja. Ist nicht ganz so hoch, aber dafür deutlich breiter, ne? Also mehr Auflagefläche als der M-Sport-Bremsbelag. Und das Ganze muss man dann immer mal 4 rechnen. Also pro Rad hat man rechten, linken Bremsbelag und dann eben nochmal pro Autoseite, also linke und rechte Seite. Das macht dann schon einen enormen Unterschied, was dann da auf einmal mehr Bremsleistung durch mehr Bremsfläche vorhanden ist. Und natürlich auch nicht zu vergessen, dadurch, dass wir jetzt bei der M-Performance-Bremse so einen großen Sattel haben und so eine große Aufnahmefläche, kann sich natürlich auch die Hitze, die sich da bildet, deutlich besser verteilen auf die Bremsscheibe und wird besser abgeführt. Jetzt haben wir den Größenunterschied gesehen an der Hinterachse und jetzt schauen wir uns einmal den Größenunterschied der Beläge an der Vorderachse an. So. Okay, das ist wirklich massiv. Also das ist wirklich, ja, das sind Weltenunterschied in Sachen Größe. Es ist Wahnsinn, wenn ich jetzt so einen Belag hier mal rausnehme, wie riesig der ist, ja. Schaut euch das mal an. Ja, also der ist praktisch so groß wie meine Hand. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich nehme jetzt mal hier zum Vergleich den Bremsbelag von der M-Sport-Bremse. Und auch hier ist es ähnlich wie in der Hinterachse. Das wirkt wie von so einem Spielzeugauto im Vergleich. Ne? Also das ist ja locker mal, ja, ich würde es fast sagen, doppelt so groß. Ne? Also fast. Ja? Also wenn man jetzt hier das als Trennstrich oder als Trenner zwischen dem Bremsbelag sieht, dann geht ja so ein M-Sport-Bremsbelag praktisch auf eine Hälfte und dann noch einer. Das heißt also, wir haben praktisch eine Verdoppelung der Bremsauflagefläche und damit natürlich auch deutlich, wie vorher schon erwähnt, mehr Bremsleistung, bessere Wärmeabführung. Also damit sollte man einen ordentlichen Schritt nach vorne machen in Sachen Bremsleistung auf der Rennstrecke oder an so einem Trackday. Hier sehen wir jetzt einmal die Bremsscheibe der Hinterachse und unten einmal die Bremsscheibe der Vorderachse. Die Bremsscheiben sind innen drin mit einem Aluminiumtopf schwimmend gelagert und außen der Reibbelag ist dann wiederum aus Stahl. Wie wir jetzt hier sehen können, die Scheibe der Hinterachse ist ein wenig kleiner als die Scheibe der Vorderachse. Die Hinterachse hat 380 mm und die Vorderachse 400 mm Durchmesser. Beide Bremsscheiben sind natürlich deutlich schwerer als die Bremsscheiben der serienmäßigen M-Sport-Bremse. Vorteil ist natürlich jetzt hier, wie jetzt schon öfter erwähnt, eben einfach die bessere Bremsleistung der Bremsanlage. Ich hoffe aber, dass diese bessere Bremsleistung jetzt nicht durch das zusätzliche Gewicht zunichte gemacht wird, denn das sind ja hier in dem Fall rotierende Massen und diese rotierenden Massen sind immer anders zu bewerten als jetzt statisches Gewicht im Fahrzeug. Ob es jetzt wirklich, sage ich mal, besser wird im Vergleich zu der M-Sport-Bremse, das wird sich dann nachher erst auf der Rennstrecke herausstellen. Alles in allem habe ich aber erstmal ein gutes Gefühl, weil einfach die Bremsleistung
rein optisch deutlich besser sein müsste als eben bei der Standard M-Sport-Bremse. Was es zu den Bremsscheiben sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse auch noch zu sagen gibt: Sie sind auch wieder innen belüftet und haben entsprechende Bohrungen, um anfallenden Bremsstaub eben besser ableiten zu können, sodass es weniger Geräuschentwicklung gibt. Jetzt haben wir praktisch alles uns angeschaut. Jetzt fehlen noch die Bremssättel von der M-Performance Bremse an der Hinterachse an. Hier ist einmal, das haben wir auch schon in dem anderen Video von mir gesehen, beim Bremsbelag wechseln, das ist sozusagen die Klammer und die Stifte, die dafür sorgen, dass die Bremsbeläge nicht hinten aus dem Bremssattel rausrutschen. Und das hier ist der Bremssattel an und für sich. Praktisch jetzt das schönste Teil in der ganzen Geschichte. Der Bremssattel von der M-Performance-Bremse, also der Upgrade-Bremse für euren M2 Competition, ist standardmäßig immer rot lackiert. Ja. Die M-Sport-Bremse ist ja blau und die Standard-Bremse, die Upgrade-Bremse, die man sozusagen beim Konfigurieren dabei oder dazu bestellen kann, ist prinzipiell vom Hardware-technischen dasselbe Modell, ist aber silbern oder grau lackiert, und die M-Performance Bremsanlage hat eben an den Bremssätteln dieses Rot als Merkmal. Und an der Hinterachse, wie vorher erwähnt, haben wir jetzt eben 4 Kolben. Ja, das heißt also 2 auf 2. Ja, hier sieht man es jetzt, 2. Und hier unten auch nochmal. Ja, also insgesamt 4 Kolben jetzt an der Hinterachse. Das ist praktisch das, was wir aktuell was ich aktuell bei der M-Sport-Bremse an der Vorderachse fahre, habe ich jetzt an der Hinterachse. Sehr, sehr schön verarbeitet. Tolles Rot. Sieht sicherlich sehr, sehr gut aus in Kombination mit meinem Weiß. Ja, und jetzt schauen wir uns auch nochmal den Bremssattel der Vorderachse an. Hier haben wir jetzt das eigentliche Herzstück, der Bremssattel von der Vorderachse. Wie man sieht, ein Riesenteil. Auch der wieder in Rot lackiert und wirklich massiv und mächtig. Ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Ich zeige gleich auch noch mal ein bisschen in der Nahaufnahme. Wir haben jetzt hier also einen 6-Kolben-Sattel. Ihr seht das jetzt hier. 3 Kolben pro Seite. So sieht das Monster dann aus. Hier sehen wir jetzt den Bremssattel der Vorderachse und auch schön erkennen können wir, dass die Bremskolben nicht gleich groß sind. Damit wird sozusagen kompensiert die Kraft, die entsteht durch die Rotation der Bremsscheibe. Und durch diese Kompensation ist nachher gewährleistet, dass der Bremsbelag gleichmäßig auf die Bremsscheibe aufgepresst wird. Was natürlich bei der Upgrade-Bremse, also der M-Performance-Bremse von BMW auch noch dabei ist, sind diese Hitzeschutzbleche. Einmal für die Vorderachse, ja, und eben auch für die Hinterachse.
die einfach verhindern sollen, dass da Bauteile, die sozusagen im Radkasten liegen, durch die erhöhte Temperatur, die an der Bremsscheibe entsteht, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es schützt auch die Bremsscheibe so ein bisschen rückwärtig. Wobei im Fokus hier natürlich ganz klar steht, die Wärme in Richtung, sag ich mal, Fahrzeuginneres oder inneren Rathauskasten abzuschirmen, sodass dort eben keine Bauteile wie Sensoren oder anderes beschädigt werden. Das war jetzt das Unboxing-Video der M-Performance-Bremse. Hier nochmal alle technischen Daten im Detail zum in Ruhe nachlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn die Infos hilfreich waren, gerne auch noch in das Video reinschauen, was bereits online ist. Gewichtsvergleich von der M-Sportbremse gegen die M-Performance-Bremse. Wie viel schwerer ist die M-Performance-Bremse im Vergleich? Ich persönlich hoffe natürlich, dass das Mehrgewicht durch die mehr Bremsleistung irgendwie kompensiert wird. Dazu mache ich dann aber auch nochmal ein Erfahrungsbericht-Video, wenn ich auf der Rennstrecke war. Außerdem gibt es demnächst auch nochmal ein Video, wo ich die Bremse am Auto selber zeige. Bis dahin viel Spaß und ciao!